Die Albträume sind zurück und sie sind schlimmer als je zuvor. Eine Stadt, über die der Wahnsinn gefallen ist, versklavte, verrückt gewordene Einwohner und ein Antagonist, der die Grenzen der Realität einreißen kann und uns näher steht, als wir denken. Little Nightmares 2 tritt in große Fußstapfen. Nicht nur mir, sondern auch dem überwiegend großen Teil der Kritikern hat Little Nightmares 1 sehr gut gefallen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann schaut euch gerne meine Review zum ersten Teil an, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Deshalb war es auch nur absehbar, dass Tarsier Studios, die Entwickler des Franchises, höchstwahrscheinlich einen zweiten Teil rausbringen würden. Also let's go, lasst uns mal anschauen, was Little Nightmares 2 so zu bieten hat und ob es dem Vermächtnis seines Vorgängers gerecht werden kann. Das Spiel beginnt sehr ähnlich wie Teil 1, nämlich mit einem Albtraum. Und wieder schreckt unser winziger Protagonist, diesmal mit dem Namen Mono, vor einem Fernseher liegend in einem düsteren Wald aus jenem Albtraum hoch. Wir bahnen uns unseren Weg durch den Wald und gelangen schließlich zu einer Art Jagdhütte. In dieser Hütte befreien wir ein Mädchen, das genauso klein ist wie wir und das in einem Zimmer mit einer Spieluhr eingesperrt ist, die später nochmal wichtig wird. Zu zweit und durch gegenseitige Hilfe setzen wir unseren Weg durch die Hütte fort und stoßen dabei auf einen gruseligen Jäger mit einer Maske, den wir leider auf uns aufmerksam machen und der daraufhin die Verfolgung aufnimmt. Nach einigen brenzligen Situationen und einer Flucht durch den Wald gelingt es uns, den Jäger mit einem seiner eigenen Gewehre zu erschießen und uns so in Sicherheit zu bringen. Danach treiben wir auf einer zersplitterten Tür über einen großen See oder Fluss und kommen schließlich am Ufer einer gewaltigen Stadt mit Hochhäusern an, die sich gefährlich und surreal Richtung Boden neigen und sich leicht zu uns drehen, so als würden sie uns beobachten. In einem verlassenen Gebäude stoßen wir in einem Raum auf einen alten Fernseher, der plötzlich anspringt und ein grelles weißes Bild sowie lautes statisches Rauschen von sich gibt. Mono geht sichtlich unter Qualen auf den Bildschirm zu und legt seine Hand auf die Oberfläche. Daraufhin erscheint ein verzerrtes Bild von einem länglichen Gang auf dem Bildschirm, nicht unähnlich dem, den wir am Anfang des Spiels im Traum gesehen haben. Wir stellen durch Telepathie oder eine ähnliche Kraft eine eigenartige Verbindung zu dem Signal her, werden in den Fernseher hineingezogen und finden uns plötzlich genau in diesem Gang wieder, von dem wir geträumt haben. Mono läuft in Zeitlupe auf die Tür am Ende des Ganges zu, doch bevor wir sie auch nur annähernd erreichen können, werden wir von dem Mädchen zurück in die Realität gezogen und der Fernseher verstummt. Wir laufen durch die dunklen und verlassenen Straßen und betreten schließlich ein großes, verlassen aussehendes Schulgebäude. Innerhalb des Gebäudes werden uns von frechen Kindern, die genauso klein sind wie Mono und das Mädchen und die puppenartige Körper und Köpfe aus Porzellan haben, gefährliche Fallen gestellt, sodass es ihnen irgendwann gelingt, das Mädchen zu verschleppen, während Mono allein zurückbleibt. Während wir die Schule durchqueren, stoßen wir auf eine unheimliche und bösartig aussehende Lehrerin, die die Fähigkeit hat, ihren Hals scheinbar endlos auszudehnen und uns so zu erwischen. Immer auf der Flucht vor der Lehrerin setzen wir uns gegen die Bully-Schulkinder mit Hämmern und Rohrzangen zur Wehr und befreien das Mädchen endlich aus deren Fängen. Es gelingt uns gerade so, das Gebäude zu verlassen, während die Lehrerin ihren Kopf durch einen Lüftungsschacht hinter uns herdrückt. Wir entkommen wieder in die Stadt, in der es inzwischen angefangen hat zu regnen. In einem weiteren Gebäude finden wir einen gelben Regenmantel, den das Mädchen sich überzieht, um sich besser vor dem Regen zu schützen. Spätestens hier wird uns klar, dass das Mädchen niemand Geringeres als Six ist, also unsere Hauptfigur aus dem ersten Teil. Als nächstes gelangen wir in ein Krankenhaus, in dem es fast überall stockdunkel ist und in dem wir uns hauptsächlich mit dem Lichtstrahl einer gefundenen Taschenlampe zurechtfinden müssen. Hier wiederholt sich ein zweites Mal die Fernsehersequenz, die wir erlebt haben, bevor wir die Schule betreten haben. Diesmal kommen wir allerdings ein kleines bisschen näher an die Tür am Ende des Ganges heran, bevor Six uns erneut vom Bildschirm wegreißt. Das Krankenhaus wimmelt nur so vor Einzelteilen von Schaufensterpuppen, die sich durch irgendeine unbekannte Macht von alleine bewegen können und uns jagen. In einem abgeschotteten Bereich müssen wir uns durch Dutzende von den Puppen kämpfen, die uns in der Dunkelheit mit abgehackten Bewegungen verfolgen und nur innehalten, wenn wir sie zum Beispiel mit unserer Taschenlampe einer Lichtquelle aussetzen. Unterwegs kommen wir an einer Werkbank vorbei, über der einige lederartige Masken hängen, die verdächtig den vielen wachsartigen Gesichtern aus Teil 1 ähneln. Kurz darauf stoßen wir auch auf den vermeintlichen Schöpfer dieser Masken. Ein aufgedunsener, wurmartiger Mann, der augenscheinlich der Arzt dieses Krankenhauses ist und der von der Decke herabhängt und uns sofort packt, wenn er uns zu sehen bekommt.
Es gelingt uns, das Wesen in einen großen Verbrennungsofen in der Nähe der Leichenhalle zu locken, einzusperren und zu verbrennen. Wir lassen das Krankenhaus hinter uns und setzen unsere Reise über die Dächer der Stadt und verschiedene Gebäude und Räume hinweg fort, bis wir die dritte Fernsehersequenz erreichen. Diesmal gelingt es uns, die Tür am Ende des Gangs zu öffnen. Dahinter verbirgt sich ein großer, dürrer Mann mit Traveler-Hut, der in gespenstisches lilafarbenes Licht gehüllt ist. In klassischer The Ring-Manier erhebt sich der Mann und dringt durch die Scheibe des Fernsehers hindurch in die Realität ein, um die Verfolgung aufzunehmen. Mono kann sich verstecken, aber Six wird von dem Mann erwischt und entführt. Ab jetzt rücken die Fernseher immer mehr in den Vordergrund, denn mit ihrer Hilfe können wir uns über kurze Distanzen hinweg zu anderen Geräten teleportieren und sie scheinen auf irgendeine Art mit dem dünnen Mann in Verbindung zu stehen. Außerdem sehen wir hier in weiter Ferne den höchsten Turm der Stadt, von dem ein Signal auszugehen scheint, das die Bewohner in eine Art Trance versetzt und in den Selbstmord treibt. Wir werden schließlich von dem dünnen Mann auf offener Straße gestellt und müssen uns irgendwie gegen ihn behaupten. Mono gelingt es, ihn auf dieselbe Weise zurückzuschlagen, wie er auch die Fernseher manipuliert hat. Der dünne Mann löst sich in schwarze Partikel auf. Danach teleportieren wir uns in einem enormen Kraftakt, der die Gebäude der Stadt zum Wanken bringt, direkt zum Eingang des riesigen Turms, der die Quelle all dieses Wahnsinns zu sein scheint. Wir betreten den Turm, aus dem lilafarbenes Licht nach außen dringt, genau wie zuvor aus dem Zimmer des dünnen Mannes. Im Inneren scheinen die Grenzen der Physik aufgehoben zu sein. Objekte schweben schwerelos in der Luft, ewig lange Treppen führen immer weiter in die Höhe und Türen führen nicht einfach in neue Räume, sondern teleportieren uns immer wieder an völlig unerwartete Plätze. Die einzige Chance, diesem Irrgarten zu entkommen, ist es, einer eigentümlichen Melodie zu folgen, die durch die Korridore des Turms hallt. Endlich stoßen wir in einem der oberen Stockwerke auf den Ursprung der Musik, die Spieluhr von Six, die von einer monströsen, deformierten und feindseligen Version von Six bewacht wird. Anschließend ist es unsere Aufgabe, mehrmals auf die Spieluhr einzuschlagen, die für Six eine Art Talisman darstellt, um sie so zu zerstören und den Band zu brechen, der auf ihr liegt. Six wird dabei immer wilder und verteidigt die Spieluhr wie ein Tier. Zu guter Letzt gelingt es uns, die Spieluhr zu vernichten. Six steht nun wieder vor uns, auf ihre ursprüngliche Größe zurückgeschrumpft und wieder bei Sinnen. Aber im gleichen Moment fängt das Gebäude an zusammenzustürzen und eine pulsierende, fleischfarbene Masse, die zu einem großen Teil aus Augen besteht, dringt aus den Wänden, dem Boden und der Decke. Mono und Six laufen um ihr Leben, während die Masse immer schneller und schneller hervorbricht. Der Boden bricht zusammen und Mono kann nur durch einen letzten mutigen Sprung von Six aufgefangen werden. Six muss Mono jetzt nur noch hochziehen und durch die Tür fliehen. Etwas, das sie im Laufe der Handlung mehrere Male getan hat. Aber Six zieht uns nicht hoch, sondern lässt unsere Hand stattdessen in einem großen Schockmoment los, lässt uns in den dunklen Abgrund fallen und bringt sich selbst in Sicherheit. Mono findet sich auf der Oberfläche der pulsierenden Masse wieder, die den gesamten Boden bedeckt. Nach einigem Umherirren finden wir einen Stuhl, auf dem wir uns niedergeschlagen und erschöpft niederlassen. Dann werden wir von allen Seiten von der Masse eingehüllt und in einen leeren Raum teleportiert, der nur durch ein lilafarbenes Licht erhellt wird. In durch Schwarzblenden voneinander getrennten Sequenzen sehen wir, wie Mono immer älter und größer wird, während vermutlich Monate, Jahre oder Jahrzehnte vergehen. Am Ende stellt sich heraus, dass Mono selbst zu dem dünnen Mann geworden ist, der auf seinem Stuhl sitzt, bevor er von uns befreit worden ist. Es scheint so, als wären wir in einer Art Zeitschleife gefangen, dazu verdammt, immer wieder selbst zum dünnen Mann zu werden, der die Stadt mit Hilfe des Turms und des Signals zu beherrschen scheint. Die Tür schließt sich und bringt den dünnen Mann damit in die Startposition für den nächsten Zyklus. Ich hätte kaum gedacht, dass es noch verrückter werden kann als in Little Nightmares 1, but here we are. Little Nightmares 2 scheint also ein Prequel zu Teil 1 zu sein, wobei die beiden Handlungen generell erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und ich bin ehrlich, nennt mich blind oder blöd oder was auch immer, aber ich wusste nicht, dass wir auch in Teil 2 auf Six treffen würden. Wenn ich den Trailer zu Little Nightmares 2 gesehen hätte, dann hätte ich gewusst, dass es so kommen würde, denn da wird sie schon gezeigt. Bevor sie ihren gelben Regenmantel angezogen hat, hatte ich die ganze Zeit die leise Hoffnung, dass sie es sein könnte, und als es dann wirklich so kam, habe ich mich wie ein kleiner Junge gefreut. Die Geschichte ist schockierend, gelinde gesagt, und meiner Meinung nach wesentlich exzentrischer als Teil 1.
Wenn am Ende diese Masse mit ihren Augen aus allen Ritzen des Betons quillt, dann kriegt man fast den Eindruck, man hätte es hier mit einem von Lovecrafts Outer Gods zu tun. Teil 2 legt auch nochmal eine Schippe drauf, was die Brutalität angeht. Während wir in Teil 1 eigentlich nur den Hausmeister durch Gewalt besiegen mussten, erschießen wir hier direkt zu Beginn den Jäger mit einer wuchtigen Schrotflinte, schlagen die Köpfe der Schulkinder ein und verbrennen den Arzt bei lebendigem Leib. Außerdem erwartet uns in Teil 2 noch viel mehr Action. Das zeigt sich durch die Verfolgungsjagden mit dem Jäger, mit dem dünnen Mann oder eben am Ende, wenn der Sendeturm einstürzt. Dadurch, dass wir uns hier zwischen den einzelnen Abschnitten immer wieder im Freien befinden, kann das Entwicklerstudio damit glänzen, mit atemberaubenden und beklemmenden Totalen den Ton zu setzen und die Umgebung zu etablieren. Der zweite Teil macht im Sinne seines Worldbuildings vieles extrem ähnlich wie Teil 1. Wir bekommen an allen Ecken und Enden Hinweise darauf, was uns in dieser Welt erwartet. So finden wir schon früh im ersten Akt im Wald und kurz bevor wir die Stadt betreten, überall ausrangierte Fernsehgeräte. Jeder Abschnitt wirkt individuell und besonders, wobei der Anfang meiner Meinung nach noch am meisten heraussticht, einfach weil er sich im Wald abspielt und nicht in der Stadt oder ihren Gebäuden. Außerdem fühlt sich das Worldbuilding auch hier wieder sehr kongruent und stimmig an, weil wir in allen Locations eigenständige Gegner haben, mit denen wir konfrontiert werden. Der Plot-Twist mit Six Verrat kommt unerwartet und hart, passt aber auf seine eigene Art auch in die Handlung. Wir erinnern uns, dass es immer Six war, die Mono aus den Fernsehern weggezogen hat, als ob sie verhindern wollen würde, dass Mono die Tür öffnet, hinter der sich der dünne Mann verbirgt. Es scheint fast so, als ob Six wusste, dass Mono sich in den dünnen Mann verwandeln würde, sobald er einmal entfesselt ist und den Zyklus aufbrechen wollte, indem sie Mono fallen lässt. Was soll ich sagen, was ich nicht auch schon in meiner Review zu Teil 1 gesagt habe? Wer bis jetzt das Gameplay von Little Nightmares 2 gesehen hat, der weiß selbst, dass die Atmosphäre auch in diesem Teil hier wieder die absolut größte Stärke ist. Von vorne bis hinten ist das Spiel unheimlich dicht und bedrückend. Hier spielen Farben, Töne, Musik, Bilder und Stimmung perfekt ineinander, egal ob wir uns durch den Wald schlagen, uns durch das düstere, unheimliche Krankenhaus bewegen oder den Sendeturm am Ende erklimmen. Mono und Six müssen sich auch hier wieder durch eine Welt kämpfen, die eigentlich viel zu groß für sie ist, was wieder zu vielen Momenten der Überwältigung führt. Abgesehen davon, dass alle Locations auf ihre eigene Art gruselig, feindselig und größtenteils heruntergekommen und verlassen wirken, schafft es das Krankenhaus meiner Meinung nach nochmal eine ganz eigene Atmosphäre zu entwickeln, die ohne Kompromisse ganz klar in eine Horrorrichtung geht, die bisher in den beiden Teilen unerreicht ist. Diese ganzen Puppen sind einem ja schon nicht geheuer, wenn wir erstmals auf sie stoßen. Aber wenn dann die Glühbirne zerspringt, wir uns quasi in völliger Dunkelheit wiederfinden und nur im Ansatz sehen, dass die Puppen sich quietschend und abgehackt auf uns zubewegen, dann kriegt man richtig Bammel und läuft um sein Leben. In den Räumen, in denen mehrere Puppen stehen, können wir uns außerdem nie sicher sein, welche sich plötzlich bewegen und uns hinterherrennen könnten und welche einfach regungslos bleiben. In Teil 1 hat sich alles um Essen gedreht, in Teil 2 scheinen Fernseher und Kontrolle das große Thema zu sein. Die meisten der Stadtbewohner, auf die wir stoßen, wirken von dem Fernsehsignal aller Sinne beraubt und wie hypnotisiert. Wenn wir einen Fernseher zerstören, reagieren die Bewohner mit Wut darauf und verfolgen uns. Hier könnte man im Spiel also eine metaphorische Kritik an unserem digitalen Konsumverhalten andichten, vor allem in Bezug auf süchtig machende Social-Media-Algorithmen, die uns versklaven und blind machen. Little Nightmares 2 beschert uns über lange Strecken zu einem großen Teil dasselbe Gameplay wie in Teil 1. Außer dass wir diesmal auf ein standardmäßiges Feuerzeug verzichten müssen. Stattdessen werden wir in einzelnen Abschnitten mit einigen Objekten ausgestattet, die uns voranbringen. So finden wir überall in der Schule, wie schon gesagt, Hämmer und Rohrzangen, mit denen wir die Porzellanköpfe der Bully-Kinder zerstören können. Im Krankenhaus finden wir eine Taschenlampe, mit der wir die Dunkelheit durchleuchten und uns gegen die unheimlichen Puppen des Arztes zur Wehr setzen können. Hier fand ich übrigens die Steuerung oft gar nicht so leicht, wenn man sich mit dem linken Joystick bewegen und mit dem rechten den Lichtkegel der Taschenlampe ausrichten musste, um die Puppen von sich fernzuhalten. Durch die Perspektive kam es manchmal vor, dass ich den Lichtkegel nicht 100% genau ausgerichtet habe und mich deshalb eine Puppe doch erwischt hat.
obwohl ich in ihre Richtung gezielt habe. Und im letzten Drittel finden wir eine Fernbedienung, mit der wir Fernsehgeräte ein- und ausschalten können. Diese Neuerung fand ich ziemlich erfrischend und sie haben zu einigen interessanten Situationen und Rätseln geführt. Noch cooler hätte ich es gefunden, wenn wir diese Gegenstände nicht im Laufe der Handlung verlieren, sondern in einem Inventar bei uns behalten und später miteinander kombinieren müssten. Apropos Inventar. Die wenigen Schlüssel, die wir finden, um Schlösser zu öffnen, verstaut Mono jetzt in seinem Mantel, so dass wir sie nicht umständlich herumtragen müssen und stattdessen die Hände für andere Aktionen frei haben. Ansonsten können wir, genau wie im ersten Teil, laufen, rennen, klettern, springen und schleichen und wie in Teil 1 ist die Steuerung auch hier wieder an manchen Stellen etwas hakelig. Generell sind mir aber weniger komische Glitches aufgefallen, wodurch man sich auch mit weniger ärgerlichen Toten herumschlagen musste. Was außerdem neu in Teil 2 ist, dass wir einen Großteil der Handlung zu zweit durchstehen. Schon früh befreien wir Six aus der Jagdhütte und sind ab dann in der Lage, Rätsel und Hindernisse, die wir allein nicht überwinden könnten, zu meistern. Das hat mir an und für sich gut gefallen, weil man sich so in dieser dunklen, unheimlichen Welt nicht ganz so allein gefühlt hat. Gameplay-technisch war es an manchen Stellen aber gar nicht mal so intuitiv, dass man jetzt mit Six zusammenarbeiten muss, um voranzukommen. Zum Beispiel hier am Anfang, wenn Six eine Kurbel betätigt und es dann so aussieht, als ob Mono ihr helfen müsste, weiter daran zu kurbeln, wir aber einfach nur auf diesen eingepackten Körper springen müssen. Immerhin sind wir in der Lage, mit Mono nach Six zu rufen, was ich einfach immer mal probiert habe, wenn ich irgendwo festhing, was nur ein- oder zweimal vorkam. Und in der Regel ist Six dann auch an ihren entsprechenden Platz gegangen, sodass man sich ausmalen konnte, was die Lösung des Rätsels ist. Aber das hätte sich vielleicht irgendwie flüssiger integrieren lassen. Sprechen wir noch kurz über die Rätsel. Die sind nämlich auch im zweiten Teil wieder sehr kreativ gestaltet, ohne dabei absurd oder unfair zu werden. Am besten hat mir gefallen, wenn man hier im Krankenhaus mit Hilfe eines Röntgengeräts herausfinden musste, dass der benötigte Schlüssel in einen der Teddybären eingenäht ist und man diesen anschließend im Ofen verbrennen muss, um an den Schlüssel zu gelangen. Ein weiteres Highlight ist der Kampf am Ende gegen Six, den wir so auch das erste Mal erleben. Hier merken wir aber auch, dass das Kampfsystem von Little Nightmares, wenn man es so nennen will, schnell an seine Grenzen kommt. Six schlägt um sich, ist wild, animalisch und wahnsinnig schnell, während Mono dagegen im Vergleich extrem langsam ist und es daher sehr schwer fällt, überhaupt einen Treffer zu landen. Trotzdem war es cool, überhaupt eine Art Bossfight in einem Little Nightmares Spiel zu sehen. Und abgesehen davon bleibt die Begegnung mit Monster Six definitiv in Erinnerung, weil ihr Design ziemlich grotesk, abstoßend und gruselig ist. Little Nightmares 2 ist ein zweiter Teil exakt wie ich ihn mir wünschen würde. Er nimmt das, was im ersten Teil die besten Selling Points waren und denkt diese weiter. Die Art Direction und das Worldbuilding beweisen, dass Tarsier Studios noch einiges auf Lager hatte, mit dem sie arbeiten wollten und dass Little Nightmares 1 nicht nur ein One-Hit-Wonder war. Es ist schwer, Little Nightmares 1 von seinem Thron zu stoßen, weil es einfach das erste Spiel dieser Machart war, das ich je gespielt habe und das deshalb einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der zweite Teil mal mindestens auf derselben Stufe steht und mir persönlich vielleicht vom Setting und Thema her sogar noch ein kleines bisschen besser gefällt. Die Stimmung ist noch düsterer, wir kriegen verrückte Lovecraftsche Elemente, mit denen man mich sowieso immer abholt und einige What-the-fuck-Momente, die im Gedächtnis bleiben. Ich muss aber sagen, dass ich die Antagonisten aus Teil 1 kreativer und detailreicher gestaltet finde. Kaum etwas wird den Moment schlagen können, wenn wir das erste Mal auf den Hausmeister treffen oder uns auffällt, dass die Zwillingsköche Masken statt echten Gesichtern haben. Die Lehrerin ist in Teil 2 extrem erinnerungswürdig und sorgt für einige sehr absurde Momente. Den Arzt wiederum fand ich sehr dünn gestaltet und irgendwie nichtssagend. Generell müssen wir uns mit ihm ja auch nur sehr kurz herumschlagen. Der dünne Mann als eigentlicher Hauptantagonist von Teil 2 wirkt auf mich seit seinem ersten Auftritt auch sehr mysteriös und bedrohlich. Nach dem Verrat von Six bleibt allerdings die Frage offen, ob sie nicht der wahre Bösewicht ist und durch ihr Handeln nur dafür gesorgt hat, dass Mono wieder zum dünnen Mann wird, anstatt den Zyklus zu unterbrechen. Ich will und kann die beiden Teile aber im Grunde nicht gegeneinander ausspielen, weil beide für sich absolute Meisterwerke sind. Jetzt bleibt mir nur noch Little Nightmares 3 zu spielen und ich bin schon sehr gespannt, wohin die Reise diesmal geht
und ob wir Six ein weiteres Mal wieder treffen werden. Ich würde mich also freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um die Review zu Teil 3 und viele weitere nicht zu verpassen. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, seid ihr eher Team Little Nightmares 1 oder 2 und warum? Das war's mit meiner Review zu Little Nightmares 2. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.